Da ist Christian, da hinten ist er doch. Jawohl. Auf, jetzt aber nochmal Feuer geben. Hockenheimring, 18. Stunde, kurz vor Finish. Hat uns gesehen. Ich bin auf dem E-Festival. Jetzt müsste ja gleich kommen. Stehen jetzt knapp 3 Minuten hier. Einem Rennen für E-Autos. Und in dieser Folge, klar, geht's um den Sieg. Moin! Und gleich als erster rollt Organisator und Rennleiter Alex an. Wie läuft's bisher? Bisher alles gut, ja. Keine Unfälle, keine Verletzten. Das ist, würde ich sagen, mal das Allerwichtigste. Neben dem Rennen, was ist das Ziel der Veranstaltung? Ja, das E-Ford-Festival, die Idee ist 2017 entstanden. Also das ist schon ein paar Jahre her. Da war der Elektroautomarkt noch kleiner, aber die Vorbehalte, ja, ich sage ein Stück größer als heute. Wir wollen quasi eine Plattform Besuchern bieten, damit sie eben das selbst erleben können, selbst erfahren. Ja, das Selbstfahren auf einer Grand Prix-Strecke mit einem E-Auto. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt dürfen wir bei euch mal reinschauen, wo sonst niemand hin darf. Ja. Seid ihr jetzt alle seit 18 Stunden schon wach? Ja. Ich habe es schon gestern Morgen. Ja, schon länger. Ich bin Ja. teilweise mit dem Herrn Nieland schon seit gestern Morgen um 8 Uhr hier. Jetzt habt ihr heute mal ein Elektrorennen. Ist das dann ein großer Unterschied zum herkömmlichen Rennen? Ja, zumindest mal von Lautstärke her, von der Geschwindigkeit kann man es also gar nicht miteinander vergleichen. Ja? Weil, sag mal, das ist ja jetzt kein typisches Rennen, wo es auf Höchstgeschwindigkeit darauf ankommt, sondern die Aufgabe ist ja ganz andere, was Verbrauch oder die Taktik. Wir haben wir zwei Fahrzeuge, wo es sich entscheidet. Die Startnummer 25 und die Startnummer 19. Ja, die liegen also fast gleich auf, ja, die letzten 25 Minuten. Schade, die 29, unsere Startnummer ist nicht dabei. Aber dafür sind wir anderweitig aufgefallen. 4 Minuten Zeitstrafe. Und musst du die 4 Minuten musst du Schild hochhalten. Ja. Sonst halten wir zu zweit. Irgendwie Zeit überschritten, Fahrerzeitkarte. Ja, hab ich gehört. zu lang gefahren. Ja. Ein Fahrer ist zu lang Zu lange gefahren. gefahren. Ich kann es nicht gewesen sein. Ein Ja. Fahrer, irgendwie ein Fahrer. Ein Fahrer Ja. darf nur 2 Stunden fahren Okay. und er ist länger gefahren. Das hättest du jetzt auch nicht gedacht, dass du so kurz vor Schluss noch mal raus. Wir sind gerade bei der Rennleitung oben gewesen. Und dann heißt es 4 Minuten Zeitstrafe, Team 29. So, Moment, das sind wir, ja. Mich ruft der Nieland an und sagt, du kannst du damit leben? Wir haben 2,25 zurzeit. Achso, da könnte ja das Klo gehen. Oh, aber Jetzt bist du aber schnell, du. Wo ist denn da das nächste? erste Stock, genau die Tür da hoch, rechts und gleich wieder links. Und zügig. Aber zügig. 2,45. Jetzt geht der noch mal aufs Klo, ja. Hat noch wie viel hat er? 1,30 Zeit. Mit euch rede ich überhaupt nicht mehr. Mit euch rede ich kein Wort mehr. Das Handy, Christian, das Handy. Der Erste, der eine Zeitstrafe eigentlich verlängert. Ja, das war die Geschichte. Wie so eine Zeitstrafe, ja. Hütchen, und drüber. Damit ist der Gesamtsieg weg. Ja, Zeit für Fachgespräche. Und bei mir steht mein Teammitglied und der Chefredakteur des Magazins Flotte. Und Electric Wow gebt ihr auch noch raus. Sag mal, was macht ihr in Österreich anders bei den Flotten? Ja, in Österreich gibt es ein paar Zuckerl, wie wir sagen, speziell für Elektroautos in Unternehmen. Die sind vorsteuerabzugsfähig, das sind die normalen Fahrzeuge nicht. Das heißt, da gibt es mal einen Kostenfaktor, der sich positiv auswirkt. Und auch wichtig für den, der das Auto dann fährt, ist die sogenannte Sachbezugsbefreiung. Sprich, du brauchst für dein Auto nichts zu zahlen. Anders, wenn du Verbrenner fährst, zahlst du zwischen 1,5 und 2% vom Fahrzeugwert.
Beim Elektroauto ist das frei und das entspricht in etwa einem Monatsgehalt netto. In Deutschland ist ja das Thema gewesen, dass die Förderung von einem Tag auf den anderen abgedreht wurde und da ging natürlich die Verkaufskurve in den Keller und jetzt, so wie ich das verstehe, ist man bemüht, das wieder in die Gänge zu bringen und dort wieder Förderungen zu platzieren, weil so weit ist es noch nicht, dass es ein Selbstläufer ist und dass die Leute einfach Elektroautos kaufen, weil der Preisunterschied einfach noch vorhanden ist. Ja. Also so der größte Fehlglaube rund um das Elektroauto. Jetzt großer Fehlglaube ist Thema Batterie. Die Leute glauben, nach 4 bis 8 Jahren ist die Batterie kaputt, dann ist das Auto kaputt, dann muss man alles wegwerfen. Was viele nicht wissen, die Batterie ist kein Einzelteil, die man entweder gut oder schlecht ist, sondern diese Batterie besteht aus vielen Zellen und diese Zellen kann man wechseln, wenn sie defekt sind. Die Autounternehmen haben sich selber verschätzt. Die haben gedacht, es geht schneller, dass die Batterie an Leistung verliert. Das ist gar nicht der Fall. Und dann kommen sie ins sogenannte Second Life. Das heißt, dann kann man sie noch stationär verwenden als Energiespeicher. Also gibt es viele Möglichkeiten, aber unterm Strich haben die Recyclingunternehmen das Thema, dass sie eigentlich zu wenig Batterien zurückbekommen, weil die Dinger nicht so schnell kaputt werden. Dankeschön. Und jetzt endlich Zieleinlauf. Das ist der erste. Und wir sind die 12. Jawohl. Hey, wir sind Erster. Wir sind Erster in der Kategorie T. Ja, Wir sind Erster. das war schwer. Ja, aber wir sind Erster. Was haben wir denn noch Akku? Ja, nachher, voll die Wie viel Akku haben wir noch? Wie viel? 1%. Voll die 1%. Leer fahren, aber es hat schon reduzierte an. Ich meine, 6 Kilometer Reichweite geht normalerweise auf der Straße hast du schon irgendwie den ersten Herzinfarkt. Ich bin echt ganz schön fertig. Ich bin jetzt 3,5 Stunden gefahren, so wie der Jürgen am Anfang. Naja, ich hätte es lieber gewonnen, als da irgendwo. Also wir haben in der Klasse gewonnen, oder? Wir sind Klassensieger. Hey, wir sind Klassensieger. Aber weißt du, nur der Gesamtsieger. Nein, im Ernst, ich bin total zufrieden. Wir haben nichts kaputt gemacht. Das Team hat irgendwie einen Heidenspaß. Trotz Zeitstrafe haben wir hier das Team 29 bei PTE aus Österreich. Herzlichen Glückwunsch! Großartig. Katharina kommt. So sehen Sieger aus. Wenigstens Klassensieger. Jetzt wird's Zeit für ein Resümee. Also für mich war das ja ein ziemliches Abenteuer, quasi ein komplettes Team für die E-Competition zusammenzustellen, mit Leuten, die ich eigentlich fast nur aus dem digitalen Raum kenne. Aber das war schon ein ganz geiles Experiment, einmal zu versuchen, schaffen wir es aus diesen unterschiedlichen Bereichen, Finance, HR, Medien, Legal, Medien, ein Team auf die Strecke zu bringen, das homogen funktioniert, das sich auch nicht aus lauter Egos zusammensetzt, die dann jeder machen, was sie wollen. Weil wir hätten keinen Preis gewonnen. Ja, genau. Your ego is not your amigo. Sehr schön. Und wir hätten keinen Preis gewonnen, wenn wir nicht alle an einen Strang gezogen hätten. Es hat Spaß gemacht. Ich habe gesagt, Challenge accepted. Du musst umdenken beim Elektrofahren, also die Disziplin auch wahren. Und ja, ich hätte das Ding schon gerne mal getreten. Ja, und ich werde das nachher auch mal machen, wenn er wieder was drin hat. Ich wollte gerade sagen, also Einladung steht. Wir Einladung können steht. noch mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf eine Rennstrecke gehen und so ein Ding einmal wirklich an die Grenzen fahren. Du hast einen wahnsinnig guten Teamgeist hier gespürt. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen tollen Zusammenhalt gibt. Du gehst morgens rein und jeder grüßt dich und es gibt keine direkte Konkurrenz so gesehen, sondern jeder will ja dieses Thema Elektromobilität weiter voranbringen. Und ich glaube, jeder, der hier mitmachen will, ist auch willkommen. Ja, und ich merke ja bei dir auch diese Begeisterung. Jetzt sag mir doch mal, was ist anders? Also könntest du dir vorstellen, im Alltag mit sowas umzugehen? Mittlerweile ja, weil es war lange Zeit immer so im Kopf bei mir, die Reichweite passt nicht und du hast ewige Ladepausen, du bist noch länger unterwegs und du wirst nie ans Ziel kommen, du bleibst liegen, die Ladesäule funktioniert nicht, was auch immer so diese Vorteile draußen waren. Ich glaube, die Infrastruktur ist mittlerweile so weit, dass man sagt, es gibt keinen Grund, Nein zu sagen. Und wenn ich das hier sehe, darfst du die Augen auch nicht verschließen. Die Reise geht definitiv woanders hin. Du hast ein viel besseres Gewissen draußen, weil du, wenn du dann noch mit grünem Strom fährst, hast du richtig viel richtig gemacht und die Ressourcen auch geschont. Und ja, ich fahre ja immer noch den Verbrenner, aber das 36 Jahre alte Ding wirst du bei mir auch nicht wegbekommen. Der darf bleiben. Du, nächstes Jahr, same station,
Deal.